Wir werden weiter an den anderen großen Zukunftsthemen wie Brennstoffzelle arbeiten. Aber wir wissen auch, und das soll heute ein besonderer Schwerpunkt sein, wir werden noch eine ziemlich lange Strecke mit dem immer effizienteren Verbrennungsmotor unterwegs sein. Wie sehen Sie die Dieselzukunft? Wir brauchen diese Übergangszeit. Der Diesel wird sauberer, der Diesel wird effizienter. Es hat sich also, was Luftreinhaltung betrifft, enorm was getan. Sie werden den Diesel mit E-Fuels sehr wahrscheinlich sogar so sauber machen, dass es wirklich kaum noch sauberer geht. Und so müssen wir uns, glaube ich, auch klare Ziele setzen, die unterlegt sind mit notwendigen Maßnahmen. Und das ist aus meiner Sicht die Voraussetzung dafür, dass es diese Koexistenz von unterschiedlichen Antriebstechnologien noch eine ganze Zeit lang geben kann. Wir wollen einen ganzheitlichen Ansatz nehmen, weil ich schon denke, es ist wichtig, nicht nur E-Autos auf den Markt zu schmeißen, ich muss dem Kunden jetzt auch die Infrastruktur liefern. Und da investieren wir massiv. Das ist so ungefähr im Tankstellengewerbe, wir bauen Pipelines und Tankstellen. Es ist aber überhaupt gar nicht schwer, sich vorzustellen, dass es eine intelligente Software geben kann, wo sozusagen der Kunde sein Auto abstellt, er sagt dem Auto, wann er es wieder braucht, nämlich am nächsten Morgen um 6:30, wenn er zur Arbeit fährt, und dann entscheidet die Software, welche Autos in welcher Reihenfolge aufgeladen werden. Und da glaube ich, dass man einfach mit mehr Schmackes ran muss, und das bedeutet für Sie zum Beispiel, dass Sie auch mal mit den Netzbetreibern und den Stromversorgern reden müssen. Das ist extrem komplex und es ist weit aus dem Komfortbereich heraus, was die Automobilindustrie normalerweise abdeckt. Deshalb sage ich voraus, dass das Thema automatisches Fahren, das Thema Elektromobilität zu den großen Fragen gehören wird, die wir in der nächsten Wahlperiode zu klären haben. Wenn die deutsche Automobilindustrie keine E-Mobility-Lösungen entwickelt, dann wird sie überrollt werden durch die Importe, die es von anderswo geben wird. Ich habe den Eindruck, dass die Automobilwirtschaft in Deutschland das inzwischen auch erkannt hat. Wir gelten als das Land, das die besten Automobile der Welt baut. Und es hat für uns auch eine Bedeutung, weil die Automobilwirtschaft damit auch zur Wertschöpfung in Deutschland enormes beiträgt. Und das bedeutet, dass wir als Bundesregierung auch ein Interesse daran haben, dass die vielen 100.000 Arbeitsplätze, die es bei der Automobilindustrie, im Zulieferbereich und in allen anderen dazugehörigen Branchen gibt, auch in Zukunft erhalten und wenn es irgendwie geht, sogar ausgebaut werden. Herr Altmaier wünscht sich, dass das ohne große Schleifspuren bei den Arbeitsplätzen einhergeht. Aber gelingt das tatsächlich? Bekommen Sie die Mitarbeiter, die sich jetzt um Verbrennungsmotoren gekümmert haben, umgeschult, rechtzeitig oder auf dem Arbeitsmarkt neu besorgt, die sich künftig um autonomes Fahren, Elektromotoren und anderes kümmern? Ich denke, das liegt bei uns in der Verantwortung, dass wir uns genau um dieses Thema kümmern müssen. Dass das Thema Mobilität also wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Aus Sicht zum Beispiel eines Herrn Hermanns von den Ford-Werken. Er denkt, ja, wie kann ich meine Autos weiter in einem Massenmarkt verkaufen, wie bin ich wettbewerbsfähig? Die Bundesregierung denkt an die Klimaziele. Und ich glaube, wir alle müssen an den Standort in Deutschland denken, wie halten wir die Arbeitsplätze und wie bleiben wir letztlich bei den Automobilen und bei der Mobilität Marktführer. Wir haben gesehen, die Richtung stimmt, die Geschwindigkeit könnte höher sein, das ist mein Fazit von heute Abend. Die Stichworte waren richtig, Elektromobilität ist wichtig, aber auch andere Themen, autonomes Fahren, die Plattformen, die ja auch immense Effekte haben werden auf den Verkehr. Also ich nehme mit, dass das Thema Elektromobilität angekommen ist. Für meinen persönlichen Geschmack fast ein bisschen zu viel Überschwang und etwas zu undifferenziert. Die Sache mit der Energiewende, mit dem Klimaschutz ist eine ganz komplizierte und ich fand das heute eine klasse Debatte. Toll, dass der VDA das so organisiert. Es war diskursiv, strittig und trotzdem nach vorne ausgerichtet.